I'd fly the river to the one. Zum Ende des Sommers kommt wieder die Bikepacking-Zeit. Dieses Jahr solo auf eine Runde um das Skagerrak, den Teil der Nordsee, der von Dänemark, Schweden und Norwegen eingefasst wird. Well, I had a man, long and tall. He moved his body like a cannonball. Well, fare thee well, my honey, fare. Start und Ziel dieser Runde ist der Hafen von Aarhus, von dem es per Fähre zur Insel Seeland geht. In my heart was an aching pain. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. Dieser Teil von Dänemark ist etwas abgelegen am Isefjord, weshalb trotz der Schönheit wenig los ist. Muddy and wild, can't give a bloody for my unborn child. Well, fare thee well, my honey, fare thee well. So show us a bird flying high above. Life ain't worth living. Durch meinen späten Start kündigte sich bereits ein schöner Sonnenuntergang an. Ich beschloss, meine erste Nacht direkt auf dem Strand zu verbringen, in Erwartung eines genauso schönen Sonnenaufgangs. Meine Erwartungen wurden voll erfüllt. Über den Isefjord geht gleich die nächste Fähre, um dann in Helsingør die dritte Fähre in 24 Stunden hinüber ins schwedische Helsingborg zu nehmen. Ein ganzes Autodeck für mich allein. Das ist Saisonende. Bei dem genialen Sommerwetter war kaum zu glauben, was die Wettervorhersage ankündigte. Regen. Von morgens bis abends. Um kurz vor 6 wurde ich dann von den ersten Tropfen auf mein Zelt geweckt. In aller Eile habe ich mein gesamtes Geraffel unter das Dach des Sanitärgebäudes gebracht, um wenigstens im Trockenen meine Sachen zu packen. Das war dann aber vorerst die letzte trockene Phase. Naja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, hier im Regen loszufahren. Aber ich glaube, da kann man wenig gegen machen. Naja, immerhin, es sind immer noch 18 Grad. Also frieren tut man auch nicht. Bis denn. Ja, da ist der Spaß vorbei. Also, pisst wie verrückt. Ich habe mir erstmal Frühstück besorgt. Naja, was man alles zum Frühstück nimmt.
einigen Stunden im Regen traf ich auf eine Gruppe Rennradfahrern auf dem Weg von Kopenhagen nach Oslo. Im Gegensatz zu mir hatten sie für das Gepäck ein Begleitauto. Zusammen sind wir weitere Stunden durch den anhaltenden Regen durch Göteborg gefahren. Später ist mir diese Gruppe dann doch zu schnell geworden. Am Ende war es für mich ein neuer Rekord. Mehr als 8 Stunden durch den Regen über knapp 220 Kilometer. Aber auch dieser Tag ging trocken und warm zu Ende. Ich habe Daniel Koller aus Zürich getroffen, der mich in sein gerade gebuchtes Zimmer in einem Hostel einlud. Daniel ist Weltenradler und wir haben einen ganzen langen Abend gequatscht. Über die beeindruckende Brücke zur Insel Tjörn und weiter über Orust ging es halbwegs trocken nordwärts. As the moon, having no idea who or what or where I am. Something good comes with a bad. The song's never just sad. There's hope, there's a silver lining. Show me my silver lining. Show me my silver lining. I hear a voice calling out for me. The shackles I made. In Strömstad wartet die nächste Fähre. Dieses Mal nach Sandefjord in Norwegen. Mit dem Abschied von Schweden kam auch wieder die Sonne raus. Was für eine grandiose Fahrt durch die Scherenwelt. Made me see where I've been. Zwei Tage später hätte ich hier vor verschlossenen Türen gestanden. Ende August ist hier Feierabend.
begins to win. Come down and save me again. Been down one time, been down two times. Never going back again. So geht es durch Norwegen, das dritte Land meiner Skagerrak-Runde. Alle Mallorca-erfahrenen Radfahrer wissen, was gemeint ist, wenn von dem Krawattenknoten die Rede ist. In Norwegen gibt es auch einen. Der wird hier aber sogar mit dem Schild beehrt. Ja, mal gucken, ob man das ein bisschen besser sehen kann. Es geht auf jeden Fall ordentlich bergauf hier und auf so enger Stelle, dass man tatsächlich einen Krawattenknoten einfügen muss. Ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. I wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. I'm just living Was in soll a man dazu dump sagen? like this. There's something happening somewhere. Ein Traum. Baby, I just know that there is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here, baby, and it's on me. You shake the swirl off your shoulders. Oh, come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up, alright. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starting tonight. I'm looking for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around here crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, you can't start a fire worrying about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Ja, die letzten Kilometer in Norwegen. Noch 30 Kilometer bis zur Fähre in Kristiansand. Schon ziemlich geil hier. Alle Touristen weg, nichts mehr los, wenig Verkehr. Super Wetter, 18 Grad, Sonnenschein. Naja, nicht, aber fast. Phänomenal.
2 Tagen durch Norwegen geht es nun zur letzten Fähre von Kristiansand nach Hirtshals. Among the slopes of Loch Bardonie, you can take all of your love out on me, Sophie. You always loved Charlie best. You never knew how each night I went. But I'll feast upon the crumbs he slept. Ja, zurück in Dänemark. Sonne scheint noch. Es ist leider durch die ausgefallene Fähre vorher ein bisschen später geworden. Es ist schon kurz vor 8. Wird also langsam mal Zeit, dass ich jetzt einen Campingplatz finde oder irgendwie einen Campingspot. Ja, und dann schauen wir mal, wie wir die letzten 2 Tage hier in Dänemark verbringen. Ja, das ist ja mal ein Sonnenuntergang. Also, bin jetzt ein bisschen unentschlossen, ob ich jetzt noch einen Campingplatz suche oder mich einfach in so einen Shelter lege. Ich denke mal, ich mache das zweite. So, den Horror wollte ich noch zeigen. Jetzt scroll ich ein bisschen weiter rüber. Und hier hunderte von Wohnmobilen, die sich um einen denselben Sonnengang drängeln. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht hin. Your mother was dressed in black, with a lock of your hair in her hand, and I knew there was no turning back. Ein Shelter. Ist das nicht schön? Mit Wasser, mit Feuerstelle, mit Sitzplatz, mit alles frei. Ich bin begeistert. Ich habe mir noch einen Kebab besorgt, einen vegetarischen natürlich. Der könnte vielleicht noch ein bisschen warm sein. Den gibt's gleich. Ja, und dann wird das eine nette Nacht. Ja, solange es noch einigermaßen hell ist, zeige ich doch mal, wie so ein Shelter aussieht. Ganz was Feines. Ein Holz-Unterstand. Hier gibt es Feuerholz. Da ist noch eine Sitzbank. Hier gibt es ein bisschen Landschaft. Freie Landschaft, wie man sieht. Noch ein Platz. Feuerstelle. Und eigentlich fast am wichtigsten, eine Wasserstelle. Ja, cool. Und ja, Herzhausen. Herzhausen ist auch hier. Ich sehe schon. Herzhausen ist da hinten. Na, viel Spaß, sag ich mal. Bin ich zufrieden. Ist das nicht geil? Was kannst du Schöneres geben an so einem Abend? Didn't know when I started running. I'll be running. Ja, dänischer Nordseeweg. Eigentlich ganz was anderes als das, was ich bisher gefahren bin. Traumhaft schön. Durch den Wald, über Schotter. Direkt an meinem Shelter vorbei. Ja, was für eine geile Tour.
Mein einziger Sidetrack auf dieser Tour gilt dem Ruhberg Knudefür, ein Leuchtturm auf einer riesigen Sanddüne. Der Leuchtturm ist nicht mehr in Betrieb, wurde aber vor 2 Jahren um 70 Meter versetzt, damit er nicht ins Meer stürzt. Ein Highlight jagt das nächste. Jetzt 10 Kilometer Radfahren auf dem Strand Sand. Krass. Ja, der letzte Tag heute. Heute geht zurück nach Aarhus. Ein bisschen Autorauschen hier, ganz ungewohnt mit so viel Verkehr. Ja, was für eine geile Reise. Eine Woche, sehr intensiv. Bin noch ein bisschen kaputt. Mit dem Schnitt von über 150 Kilometern pro Tag. Mir tut ein bisschen der Pöter weh, meine Nase ist entzündet. Aber was für eine geile Tour. Wetter, wie man sieht, auch gigantisch. Sind, naja, bummelige 18 Grad. Zum Radfahren eigentlich perfekt. Gucken, dass mich hier der Paketdienst nicht über den Haufen fährt. Naja, ich hab's überlebt. Ja, drei Ländertour und ich muss sagen, in dem Ranking ist tatsächlich Dänemark ganz oben. Also diese Shelter sind ja der Hammer. So was Geiles. Die Strecke sowohl an der Ostsee als auch an der Nordsee phänomenal. Da kommt tatsächlich selbst Norwegen und Schweden mit ihren Scheren und diesen tollen Felsformationen nicht gegen an. Schweden hat natürlich dieses Jahr bei mir einen schweren Stand. Wegen dieses unglaublichen Regens. 8 Stunden im Regen gefahren. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht.
Aber irgendwie auch meine Erfahrung. Und 220 Kilometer, davon 8 Stunden im Regen, kann man mal machen. Naja, heute noch eine schöne, nette, wahrscheinlich unspektakuläre Tour zurück nach Aarhus. Und dann war es erstmal.